in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich so einen Artikel gefunden im Spiegel Online. Vermögende benutzen Genossenschaften zum Steuersparen. Dann steht dann drin, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe, Grunderwerbsteuer. Auch Mieten müssen nicht voll versteuert werden. Und jetzt wurde dann im Grunde hier auch von Seiten der Bundesregierung gegen dieses Steuersparen per Genossenschaft hier vorgegangen. Können Sie dazu ein bisschen was erläutern? Sie hatten ja vorhin gesagt, es gibt eigentlich keine steuerlichen Vorteile, doch, aber dennoch gibt es eben doch relativ viele Artikel auch online, die von irgendwelchen steuerlichen Vorteilen sprechen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also unser Gast heute, Herr Leudesdorf-Pfeiffer. Herzlich willkommen von der eingetragenen Genossenschaft Gute Genossenschaft. Ja, und worüber sprechen wir heute? Also man könnte sagen, so eine an unsere Zuschauer und Zuhörer gerichtete Frage, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eine Genossenschaft zu gründen? Weil es gibt eine ganze Reihe Fragen in dem Zusammenhang auch, die wir heute besprechen werden. Zum Beispiel, welche Gründe gibt es, eine Genossenschaft anstelle einer Kapitalgesellschaft, also den üblichen Kapitalgesellschaften zu gründen? Man hört da manchmal so Sachen wie Vermögensschutz, Wegzugssteuer könnte man optimieren, Erbschaftssteuer. Da wollen wir heute ein bisschen mehr dazu hören und besprechen. Aber auch, für wen ist das überhaupt was? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand selbstständig ist oder Freiberufler, sollte der jetzt den Kanal abschalten? Müssten Sie nachher was dazu sagen? Oder ist es für den genauso interessant beispielsweise? Wie geht man vor? Was braucht es zum Beispiel für Kapital und wie viel Genossen sozusagen braucht man zum Gründen? All das sind so Fragen, die wir heute so nach und nach besprechen wollen. Und bevor wir das aber jetzt machen, stellen Sie sich doch einmal kurz selbst unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Sehr gerne. Einen wunderschönen guten Tag, alle zusammen, die das sich jetzt anschauen. Mein Name ist Sven Leudesdorf-Pfeiffer. Ich bin seit über 30 Jahren im Genossenschaftswesen tätig, meistens im Zusammenhang mit Immobilien bei wohnungswirtschaftlichen Verbänden, angestellter Unternehmensberater. Natürlich habe ich klein angefangen. Meine erste Tätigkeit beim Verband war, den Keller aufzuräumen. Und da war tatsächlich so, und als studentische Aushilfe. Ich habe dann aber sehr schnell auch aus diesem als Kellerkind herausgefunden, dass es dort viele interessante Dinge zu entdecken gab. Ich habe mich sehr mit dem Genossenschaftswesen von Anfang an seit Ende der 80er identifiziert, habe dann diese besondere Situation des Einigungsvertrages mitgemacht. Das heißt, die Verbände waren bis 1990 Organe der staatlichen Wohnungspolitik, also die wohnungswirtschaftlichen Verbände, also Organstellung des Staates. Und dann wurde das alles mit dem Einigungsvertrag geändert. Und ja, dadurch habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. Ich habe dann Prüfungsberichte, Korrektur gelesen und dann später halt eben Unternehmensberatung für Genossenschaften gemacht. Ich habe allerdings mein ganzes Leben auch Nebenerwerbsgewerbe gehabt. Das heißt, ich bin auch wirklich Unternehmer schon immer gewesen. Mein Verband hat mir das erlaubt, weil es gab bestimmte Dinge, die konnte man sich nicht vorstellen, zum Beispiel mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Das habe ich aber dann getan im eigenen Unternehmen. Und wir haben dann sehr viele genossenschaftliche Themen aufgegriffen und die auch in Industrieunternehmen etabliert. Das wollte der Verband damals nicht, man wollte sich nicht da ins Boot setzen mit den Reichen. Ne? Das war so damals noch die Vorstellung des sozialistischen Denkens oder des sozialen Denkens, wie man das auch nennen mag. Damals waren ja auch alle Genossenschaften durchweg erstmal gemeinnützig per Satzung. Ja, das ist dann auch alles gekippt worden. Aber das sind so die ersten Jahre gewesen. Ich habe immer zweigleisig für den Verband und eben auch für eigene Projekte gearbeitet und bin von Haus aus Immobilienfachwirt, habe also die Immobilienschiene ausgebaut.
Das hing mit dem damaligen Prüfungsverbandsdirektor zusammen, der sagte, ich habe schon genug Betriebswirtschaftler, ich brauche mal einen, der auch arbeiten kann. Das war tatsächlich seine Worte. Und das hat mir auch unwahrscheinlich viel geholfen. Ich habe die ganze Bandbreite mitgemacht. Ich habe dann den Bereich Delinquentenprüfung übernommen beim Verband für einige Jahre. Das ist aber sehr nervenaufreibend, das Ganze. Also wer das Wort nicht kennt, das sind Betrugsthemen, also wo Geld unterschlagen oder hinterzogen wurde oder der Verdacht bestand. Das sind teilweise sehr unschöne Dinge, die man da erlebt, und habe dann die letzten Jahre nur mit dem Erstellen von einigen Jahresabschlüssen von Genossenschaften verbracht. Das war Pflicht, dass jeder Mitarbeiter das macht. Und danach habe ich Genossenschaften gegründet für den Südwestverband in Frankfurt oder an den Gründungen mitgearbeitet, war als Prüfer eingesetzt und als Unternehmensberater. Bis ich dann 2008 selbsttätig da ausgeschieden bin. Das hing mit dem damaligen Prüfungsverbandsdirektor zusammen. Der Verband wurde saniert und mir war da klar, da gibt es keine große Zukunft und habe mich dann vollkommen in das Unternehmertum abgemeldet und habe mittlerweile Einfluss in 3 Genossenschaften. Eine, die könnte man als Familiengenossenschaft bezeichnen. Eine ist eine Mitarbeitergenossenschaft und die dritte ist eine gemeinsame Genossenschaft mit einem Unternehmer. Das heißt also, klassisch wie andere auch GmbHs zusammen haben oder Aktiengesellschaften, nutzen wir da die Genossenschaft. Bin selber noch, also in dem Firmenkonstrukt gibt es aber auch noch 2 GmbHs, die operativ tätig sind. Die sind aber auch ineinander wieder als Konzern, also als Holding strukturiert. Und dadurch kenne ich die gesamte Bandbreite von eigentlich allem. Ich habe auch selber lange Einzelunternehmen gehabt. Also ich weiß, was ein Unternehmer so umtreibt, ne? Ob das nur die Liquidität ist, die Rendite, der Verkauf. Ich habe mein erstes eigenes Unternehmen mit 26 verkauft. Heute schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, was ich da getrieben habe. Das war dumm. Aber gut, man lernt dann halt nur dadurch dazu. Und ich glaube, das ist eigentlich so die Basis unseres gesamten Beratungsgeschäftes, dass ich einfach es selbst erlebt habe. Ja? Auch mit Auslandsstrukturen, habe selber auch Auslandsunternehmen und kenne die Probleme, die da auftauchen. Jetzt, deswegen sind ja auch Sie da, um eben solche Probleme dann zu lösen. Und das braucht man auch am Ende. Wenn man keine guten Berater hat, geht das nämlich ganz schnell in die Hose. Das war eine lange Vorstellung. Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich eine kleine Nachfrage habe ich noch. Jetzt sind Sie ja also wirklich ein gestandener Spezialist, anderen zu helfen, zu erkennen, passt die Genossenschaft zu mir oder nicht, und dann natürlich auch zu gründen. Wie viele Genossenschaften haben Sie denn schon für andere oder für Mandanten gegründet? Kann man das erzählen? Ja, wir gründen im Schnitt 200 oder kriegen beauftragt 200 Genossenschaften im Jahr. Das können Sie jetzt hochrechnen. In der Intensität machen wir das jetzt das 4. Jahr. Wir haben im letzten Jahr was sehr extrem dergestalt, dass nur 218 Genossenschaften gegründet wurden insgesamt in Deutschland und wir davon 176 gegründet haben. Wie gesagt, beauftragt werden immer ein bisschen mehr, aber das sind so Überhänge, ne? Teilweise dauert das ja auch eine Zeit lang, vor allem wenn erst noch die Struktur umgebaut werden muss. Ne? Eine Genossenschaft muss sich ja auch irgendwo einfügen in so ein Gesamtkonzept. Und dann ist häufig eben seitens der Steuerberater notwendig, erstmal die Vorstrukturen oder die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, das zu integrieren. Das sind ja schon natürlich sehr beeindruckende Zahlen. Und jetzt haben Sie gesagt, das geht in der Intensität in den letzten 4 Jahren so. Wie erklären Sie sich jetzt diesen Trend? Warum sind so viele Mandanten interessiert, jetzt momentan so eine Genossenschaft zu gründen? Also
Eigentlich hängt das hauptsächlich mit einem Protagonisten zusammen, der im Internet Videos veröffentlicht über Genossenschaften. Der verkauft so eine Art Steuerkurs. Ja, also da kann man da sich einschreiben und dann kriegt man erklärt, was der Unterschied zwischen Einzelunternehmen und einer GmbH ist und so Geschichten. Und am Ende hat der Genossenschaft vieles angedichtet, was so nicht funktioniert. Aber es hört sich gut an und hat das dann als Medium genutzt, das zu veröffentlichen. Das ist die eine Seite. Also die eine Seite ist, ich muss ja überhaupt erstmal Kenntnis davon haben, dass es eine Genossenschaft gibt und dass ich die als, ich sag mal, normaler Unternehmer irgendwie auch nutzen kann. Der zweite Punkt, der sich ständig erhöht, das sind eigentlich die zentralen Themen, die aus einer gewissen Sorge über die Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt entsteht. Das sind die verschiedensten Probleme, die die Menschen sehen. Die Unternehmer haben oft das Thema Optimierung ihrer Besteuerung, oder auch das Thema Wegzug. Das ist in den letzten 2 Jahren extrem geworden. Also seit Corona ist es tatsächlich so, dass die Menschen, und ich spreche jetzt nicht von jungen Leuten, die sich für das dauerhafte Reisen interessieren, sondern ich spreche von gestandenen Unternehmern mit großem Vermögen, oder auch mittelständischen Unternehmen mit mittelständischen Vermögen oder auch kleine Unternehmer mit kleinem Vermögen, die Sorge haben, dass sie Deutschland irgendwann verlassen müssen oder es sogar jetzt schon wollen. Diese Zahl steigt ständig. Also das waren am Anfang vielleicht 10% der Gründungen, die wir gemacht haben. Mittlerweile sind es annähernd 50%, die Sorge haben vor verschiedenen Themen. Lastenausgleich, das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Da kann man verschiedene Meinungen dazu haben. Aber die Angst besteht ja. Also man kann ja nicht einfach sagen, nur weil es eventuell unwahrscheinlich ist oder sehr wahrscheinlich ist, je nachdem, wie man das betrachtet, kann man darüber hinweggehen. Es ist ja eine Angst da, es ist ja eine Sorge da. Und das sind ja auch nicht unberechtigte Sorgen. Also jeder Unternehmer, der diese gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland betrachtet und auch in Europa, der wird sagen, also das Schiff steuert hier auf ein ganz großes Problem zu. Dazu brauche ich also auch nicht Wirtschaftsanalyst zu sein, sondern brauche ich nur rechnen können. Kaufmännisches, einfaches Rechnen. Wenn weniger reinkommt, als rausgeht, kann es nicht lange gut gehen. Ich kann das am Anfang vielleicht über Darlehen ausgleichen, weil Liquidität vor Rentabilität geht. Aber irgendwann muss auch so ein Staat ja wieder eine schwarze Null schreiben können, weil sonst ist er ja gar kein Staat mehr, sondern dann verschuldet er sich nur. Das sind die Ängste der Menschen. Das sind die Ängste, die Sorgen und zum Teil auch der Wille, einfach sich nicht mehr in der Art reglementieren zu lassen, wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Es gibt viele, die haben dem deutschen Staat sehr verübelt, wie massiv er in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen hat. Und ich glaube, viele waren einfach schockiert auch über die Urteile, die danach vom Verfassungsgericht gefällt wurden mit dem Konsens, ja, ist alles verfassungswidrig, aber in dem Fall kann man das mal durchgehen lassen. Also das erinnert uns an Zeiten, an die wir uns gar nicht mehr erinnern wollen. Jetzt würde ich gerne mal, wir hatten also jetzt schon 2 verschiedene Gründe erwähnt nebenbei, die für die Gründung einer Genossenschaft sprechen können. Also das Thema Vermögensschutz und auch das Thema Optimierung der Wegzugssteuer. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt mal, oder könnten Sie mal so einen Überblick geben, ja, welche Gründe sprechen denn jetzt dafür oder könnten dafür sprechen, anstelle einer der bekannten Kapitalgesellschaften oder auch, Sie hatten es vor uns erwähnt, ein Einzelunternehmen, doch eine Genossenschaft zu gründen. Also wenn wir es mal vielleicht am Anfang mal so eine Übersicht machen und dann können wir noch vielleicht mehr ins Detail gehen. Für wen ist das? Machen wir gerne. Also für wen ist das? Es ist eigentlich für viele Bevölkerungsschichten möglich. Also
Aber bleiben wir mal, fangen wir am Anfang an. Vermögensschutz. Also Vermögensschutz bedeutet ja immer, dass mein Vermögen in meiner Verfügung liegt, aber ein fremder Dritter nicht darüber verfügen kann. Und in dem Fall ist der fremde Dritte vor allem der Staat. Und dazu gibt es nur wenige Möglichkeiten. Entweder ich verlagere mein Vermögen ins Ausland zu einem Staat, dem ich mehr traue als meinem eigenen. Da gibt es die Möglichkeit, das Vermögen in den Sondervermögen zu bringen. Und Sondervermögen, das wären zum einen eine Stiftung, auch da gibt es wieder verschiedene im In- und Ausland, was allerdings zum einen recht kostenintensiv ist, was die Besteuerung beim Hereinbringen der Sachenvermögen betrifft. Und zum anderen immer diese Endgültigkeitsidee, ich habe nicht mehr so viel Einfluss, wie ich vorher hatte. Bei der Genossenschaft ist es in diesem Fall einfacher. Das ist aber auch tatsächlich so gewollt vom Staat, weil der Staat sagt sich, okay, wenn ihr mindestens 3 Personen seid oder 3 Unternehmen seid, die gemeinschaftlich ein Problem lösen wollen, dann ist das Einfachste, ihr gründet eine Genossenschaft und ich unterstütze euch, dass ihr zu dritt dieses Problem lösen könnt. Der erste Punkt bei der Genossenschaft ist in Bezug auf den Vermögensschutz das Thema Unpfändbarkeit des Vermögens der Genossenschaft. Also die Genossenschaft, das Vermögen der Genossenschaft ist getrennt vom Vermögen der Mitglieder. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Der Effekt ist, dass kein Außenstehender an meinen Mitgliedsanteil heran kann. Egal, ob der 100 € ist oder 100.000 €. Das ist faktisch vom Gesetz her ausgeschlossen. Das Vermögen der Genossenschaft unterliegt natürlich allen Regeln für Körperschaften. Also man muss kurz erklären, die Genossenschaft ist eine Körperschaft, aber keine Kapitalgesellschaft. Deswegen bin ich auch nicht Gesellschafter und deswegen kann mir natürlich auch keiner diesen Genossenschaftsanteil wegnehmen. Dann steht er nochmal unter besonderem Schutz des Genossenschaftsrechts, das sagt Trennung des Vermögens der Genossenschaft vom Vermögen der Mitglieder und die Mitgliedsanteile sind unpfändbar. Ja. Also wenn ich kurz unterbrechen darf, das heißt im Ja. Grunde genommen, wenn man das jetzt mal plastisch darstellt, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich gebe Vermögen in die Genossenschaft rein und ein paar Jahre später kommt es dann bei mir persönlich zu einer finanziellen Schieflage, versus ich irgendein Haftungsproblem oder sonst irgendwas und Gott behüte möglicherweise sogar zur privaten Solvenz oder so, dann ist das Vermögen letztlich, was ich davor in die Genossenschaft verbracht habe, jetzt bin ich vorsichtig, natürlich lange davor, ja, das ist also geschützt und im Grunde dann da können meine Gläubiger nicht drauf zugreifen. Nein, können sie nicht. Die Gläubiger können nicht darauf zugreifen. Die Gläubiger können theoretisch nur auf den Genossenschaftsanteil zugreifen. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie haben. Also das heißt, ich erkläre es genauer, das ist sonst so wischiwaschi. Das dauert zwar jetzt eine Sekunde, aber dann ist es klar verstanden. Also der Genossenschaftsanteil, den ich besitze, der ist ja immer mit einem Geschäftsguthaben verbunden. Das Geschäftsguthaben, das ist das Geschäftsguthaben von mir als Mitglied. Und dieses Geschäftsguthaben ist unpfändbar. Könnte erst dann pfändbar werden, wenn der Genossenschaftsanteil gekündigt ist und der Genossenschaftsanteil als Geschäftsguthaben wird dann zum sogenannten Auseinandersetzungsguthaben und dann wäre theoretisch ein Zugriff von außen und von der Genossenschaft auf dieses Vermögen möglich. Wenn ich jetzt aber in der Satzung bestimmte Dinge regle, zum Beispiel, dass die Kündigungsfrist 2 Jahre beträgt und sehe dann zu, dass meine Geschäftsanteile zum Zeitpunkt der Problematik, die ich da habe, vielleicht gering sind, vielleicht auch 100 € oder 1.000 € nur noch sind, dann ist das 100%ig sicher.
Wir haben ganz viele Leute, die auch, wo also Mitglieder in der Genossenschaft sind, die privat insolvent sind. Das ist tatsächlich so aus verschiedensten Gründen, teilweise auch aus steuerlichen Gründen. Dieses Vermögen oder der Mitgliedsanteil ist vollkommen geschützt und kann auch nicht durchgreifen auf den Genossenschaftsanteil. Und wäre das Gleiche jetzt zum Beispiel auch der Fall, wenn es jetzt genau nicht von Insolvenz, sondern es ist ja auch so Dinge wie Scheidung oder sowas, ja, leider, es kommt ja auch immer wieder vor, ja. Also jetzt mal angenommen, ich würde jetzt eben einige Jahre vor der Scheidung aus ganz anderen Gründen jetzt Vermögen in eine Genossenschaft verbringen und dann kommt es zur Scheidung, hätte also auch meine Ex-Frau dann keinen Zugriff auf dieses Vermögen, was in der Genossenschaft ist. Ja, also Ehefrauen, die in Genossenschaften Mitglied sind, die haben natürlich, partizipieren automatisch vom Vermögen der Genossenschaft, weil sie ja Mitglied sind. Jetzt kann man das aber so regeln, dass entweder Ehefrauen nicht Mitglied der Genossenschaft sind oder die Ehefrauen zu einem späteren Zeitpunkt ausscheiden. Das kann man im Vorfeld regeln oder man kann es auch ohne dass man es im Vorfeld geregelt hat, durch einen Ausschluss machen. Wir bringen da immer genug Gründe in der Satzung, dass man ausschließen kann. Dazu muss man vielleicht auch sagen, die Genossenschaft und ihre Satzung sind die Grundlage für alles, was mit Genossenschaften läuft. Und wir können halt extrem viel regeln, wie ich eben schon sagte. Ich kann vollkommen, also einigermaßen frei bestimmen, wie lange so eine Kündigungsfrist von so einem Anteil ist. Und ich kann auch sehr einfach entscheiden, wer überhaupt Mitglied in so einer Genossenschaft ist. Und Wer ist denn ich? Entschuldigung, muss ich mal nachfragen. Ich ist der beherrschende Vorstand. Also. Den gibt es also, okay. Mhm. Wir können das. Das Problem bei den großen Genossenschaften ist, zu viele Köche verderben den Brei. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, mit 3 Mitgliedern zu gründen. Wir können das sogar so auf die Spitze treiben, dass das 3 Kapitalgesellschaften sind mit demselben Geschäftsführer. Das ist nicht einfach, aber es geht. Es ist möglich. Ansonsten kann man Genossenschaften auch mit 2 anderen Personen, die einem nahestehen, gründen. Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Kinder. Da behilft man sich teilweise seiner Kapitalgesellschaften. Der einfachste Weg ist als Unternehmer. Also bei mir ist das so, wir haben in einer Genossenschaft, die wir als Familiengenossenschaft bezeichnen würden, die gibt es offiziell nicht, aber bezeichnen würden, ist meine Frau, ich und unsere beiden Töchter Mitglied. Und es gibt aber auch noch einige Kapitalgesellschaften, die ich beherrsche. Und wenn die alle Stimmen dann zusammenzähle, da die pro Kopf abgegeben werden, die Stimmen, habe ich eine Mehrheit nur über meine Kapitalgesellschaften, die ich beherrsche, oder Körperschaften. Auch andere Genossenschaften sind ja Körperschaften. Also ich bringe problemlos 5 zu 3 Stimmen hin. Ja. Und damit habe ich das Problem vollständig für mich gelöst, weil ich immer die Mehrheit habe und auch immer eine entsprechende Mehrheit darstellen kann. Selbst wenn jetzt also der Rest der Familie gegen mich wäre, könnte man nichts daran tun, was ich entscheide, würde gemacht werden. Und wir nennen wir können die Satzung in verschiedenster Art ausgestalten. Es gibt ja auch viele Menschen, die wollen das in demokratischer Struktur haben, gerade wegen der Vererbung und dieser Themen. Oder wollen ja genau ihre Familie da auch mit drin stärken. Wir haben aber Satzungen entworfen, die wir schon seit vielen Jahren nutzen, die es uns erlaubt, den Vorstand so stark zu machen, dass er alleine entscheidet. Ja, dass er alleine die Entscheidungsgewalt hat. Und das ist das Besondere. Das ist auch das, was in der Vergangenheit halt immer sehr schwierig war, weil man immer sagte, naja, dann haben sie ja alles an die anderen Mitglieder verschenkt. Ja, aber wenn ich diese Genossenschaft beherrsche, habe ich ein Sondervermögen, beherrsche die gesamten Mitglieder, habe die Mehrheit der Stimmrechte und kann darin und damit machen, was ich möchte.
Ich habe jetzt ja aber doch ich kenne jetzt von anderen Mandanten tatsächlich die Situation, dass die tatsächlich sagen würden, naja, okay, also ich habe da nicht zwei andere weitere Kompagnons oder es gibt niemanden, dem ich vertraue oder ich will niemanden den so involvieren, dass der dann so viel weiß und so weiter und so fort, dass ich mir diese Rechte sozusagen zusichern kann. Gibt es dafür eine Lösung oder muss man einfach sagen, okay, wenn Sie nicht hier mit 3 Personen ankommen, kann man leider nichts machen? Ja, also Sie brauchen 3 Personen, aber das kann eine Mischung aus natürlichen und juristischen Personen sein. Es ist zwar jetzt mit Auslandsstrukturen beispielsweise etwas komplizierter, weil man einfach Apostillen und dergleichen braucht bei der Gründung, aber technisch ist das problemlos möglich. Wir brauchen tatsächlich zwingend in der kleinen Genossenschaft eine natürliche Person. Diese natürliche Person kann aber auch entsendet sein aus einer juristischen Person. Und weil wir einen Posten zu vergeben haben, nämlich den Vorstandsposten, den müssen wir vergeben. Deswegen geht das nicht anders. Aber das ist ähnlich bei der GmbH, bei der ich alleine Gesellschafter bin. Da ist es dann aber so, dass sich das auf 3 Gesellschafter, wenn ich das mal so mit dem GmbH-Jargon darstelle, auf 3 Gesellschafter verteilt, die aber nachher immer wieder dieselbe Person als Bezug haben können. Also der Geschäftsführer könnte immer dieselbe Person sein. Ergebnis ist also, ich könnte mit 3 GmbHs oder mit 2 GmbHs, einer UG oder einer UG und 2 UGs und einer GmbH oder wie auch immer anderen Körperschaften oder mit anderen Genossenschaften, könnte ich, obwohl ich alleine der Beherrscher bin und auch einziger Vorstand, kann ich eine Genossenschaft gründen, weil dann bezieht sich die Lösung des Problems nicht auf die eine Person, sondern auf die juristische Person. Und Sie haben jetzt gesagt, immer Geschäftsführer, aber ich nehme an, damit Sie meinen jetzt auch Geschäftsführergesellschaft. Ja? Das heißt, ich könnte im Grunde sagen, okay, ich gründe mir 2 GmbHs, bei denen ich alleiniger Geschäftsführer, alleiniger Gesellschafter bin und mit den beiden GmbHs zusammen und mir als der natürliche Person, die den Vorstand stellt, könnte man dann auch die Genossenschaft gründen. Und ich nehme an, es müssen ja auch gar keine deutschen Gesellschaften sein. Ich könnte, wenn ich wollte, mir auch 2 Limiteds gründen. Ja. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, möchte ich jetzt gar nicht in den Raum stellen. Ja, das ist egal. Einfach so ein Gedankenspiel. Ja? Könnte ich machen, wenn ich wollte. Und dann hätte ich also die 3 Personen zusammen. Also man muss mindestens eine natürliche Person haben. Das ist wichtig, weil das ist letztlich der Vorstand muss natürlich eine natürliche Person sein. Aber die anderen Mitglieder können auch juristische Personen sein, die ich dann möglicherweise selbst beherrsche. Jawohl. Und die können im In- und Ausland ansässig sein. Ja, wenn jetzt vielleicht hier mal kurz eine Zwischenfrage. Also wenn ich mir das jetzt hier überlege, ich stehe jetzt hier vor der Entscheidung. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier nochmal was ganz deutlich sagen, was auch sehr wichtig ist, gerade wenn wir jetzt über so Dinge reden wie Scheidung oder auch Insolvenz oder so, weil es ist natürlich klar, dass wenn man jetzt um 5:12 hier einen Monat vor Insolvenz oder auch für erst 1 Jahr oder 2 Jahre vor Insolvenz Vermögen in eine Genossenschaft reingibt oder anderweitig den Eindruck erwecken will von außen, dass da irgendwas verschoben wird, dann ist die Gefahr der Rückabwicklung relativ groß. Ja, also das heißt, da muss schon genügend, das ist jetzt keine Notfallmaßnahme, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen würden. Zu 100%. Zu 100%. Ja, aber also man muss da schon jetzt hier realistisch sein. Ja, man kann nicht sagen, okay, der Insolvenzverwalter steht hier schon vor der Tür, also jetzt mache ich noch schnell irgendwas. Im Gegenteil, es kann sogar möglicherweise dann ein Insolvenzstraftatbestand sein, muss man also sehr aufpassen. Aber mal davon abgesehen, wenn ich jetzt also grundsätzlich über Vermögensschutz nachdenke, aus den Gründen, die wir jetzt ja vorhin angesprochen haben, also das politische Klima ist mir suspekt. Sie hatten vorhin schon kurz angeschnitten, es gibt ja auch so Dinge wie zum Beispiel Stiftung oder sowas. Oder ich meine, in England gibt es so eine Rechtsform, weiß nicht, ob Sie schon mal was mit zu tun hatten, die sogenannte Limited by Guarantee. Die wird im Volksmund auch die Stiftungslimited genannt, obwohl es eigentlich keine Stiftung ist. Warum würde jetzt was wäre der Vorteil jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, lieber die Genossenschaft gründen? Okay, ich
kenne mich natürlich nicht so gut wie Sie mit englischen Strukturen aus. Das muss ich dazu sagen. Ich bin halt der deutsche Genossenschaftsgründer. Deswegen fällt es mir natürlich schwer, das zu vergleichen. Aber ich kann ja sagen, wie das bei der Genossenschaft in Deutschland ist. Und Sie können das dann vielleicht einfacher bewerten mit Ihrem Wissen. Ja, oder einfach zur Stiftung, vielleicht ist es sonst auch gut. Ja, ja, also der entscheidende, also tatsächlich ist es so, dass wir häufig bei größeren Vermögen Stiftungen und Genossenschaften verbinden. Das ist aber ein Zusammenspiel meistens auch noch mit einer vermögensverwaltenden GmbH. Da geht es dann auch um größere Vermögensstrukturen. Und das ist aber, ich sag mal, für den normalen Unternehmer meistens eine Nummer zu groß. Also, weil die fressen ja alle Brot. Also die Genossenschaft, die Stiftung, die Vermögensverwaltende und das Ganze drumherum. Das ist ja auch Aufwand. Warum gehen die Leute in die Genossenschaft anstatt in einer Stiftung? Zum einen das Thema, dass bei der Genossenschaft habe ich eine Exit-Strategie, und zwar mehrere Möglichkeiten. Ich kann jederzeit die Satzung ändern, und das jederzeit bezieht sich tatsächlich auf jederzeit. Man kann das 3-mal im Monat, wenn man das möchte, auch in wesentlichen Bestandteilen. Das ist nur eine Frage des Willens der Mitglieder. Das heißt, Genossen heißen heute Mitglieder. Also der Mitglieder der Genossenschaft, die entscheiden darüber, wie ihre Satzung aussieht, und können die auch jederzeit ändern. Können die in eine andere Struktur bringen. Das Ganze ist auch nicht teuer. Das kostet einfach nur die Eintragungsgebühr und den Notar. Das sind unter 500 €. Also auch da ist keine große Hürde. Ich kann aber eine zweite Exit-Strategie und eine dritte. Die zweite ist, ich kann eine Genossenschaft einfach auflösen, und dann wird das Vermögen an die Mitglieder verteilt. Das ist natürlich steuerbehaftet. Da muss man dann immer schauen, ob sich das lohnt. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, nämlich der Formwechsel oder die Umwandlung. Das heißt, nach dem Umwandlungsrecht einfach Änderungen der Gesellschaftsform. Das ist eine Körperschaft, kann zu jeder anderen Körperschaft geformwechselt werden, also ohne Aufwand und ohne Steuerlast. Das wäre dann zum Beispiel GmbH oder Aktiengesellschaft. Das könnte man machen. Das Einzige, worin man eine Genossenschaft nicht formwechseln kann, ist in einen Verein. Umgekehrt geht, aber in den Verein geht es nicht. Das heißt, das ist etwas, was die Leute häufiger motiviert, eher in die Genossenschaft zu gehen als in die Stiftung, weil bei der Stiftung viele das Gefühl haben, ich kann dann nichts mehr ändern und bin dann für immer da verhaftet. Viele gehen auch in die Genossenschaft, weil der Genossenschaft es gelingt, ihr Geld selber zu organisieren. Das heißt, das, was die Genossenschaft kostet, ist oft durch verschiedene Effekte wieder verdient innerhalb der Genossenschaft. Das ist also auch ein Thema. Das heißt, die Stiftung, die muss ich tatsächlich füttern mit Geld. Die Genossenschaft kann mir Vorteile bringen in Form von Förderung und Vergünstigung. Aber das würde ich dann später nochmal genauer ansprechen. Nur das ist ein Grund dafür. Das ist ein Grund. Aus diesem Grund tun Menschen das. Das Weitere ist es so, dass die Genossenschaft sehr einfach mit anderen Strukturen zu verbinden ist, ohne dass die Töchter oder Mütter werden müssen der einzelnen Gesellschaften. Das heißt, die Mitgliedschaft reicht aus. Ich kann nur, um es kurz mal anzureißen, problemlos an ein Mitglied im Ausland ausschütten, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form mit mir gesellschaftlich verbunden ist und in irgendeiner Form eventuell in Deutschland ein Auslandstatbestand eröffnet wird, der dann eben zu prüfen ist seitens des Finanzamts oder wo das Finanzamt glaubt, das prüfen oder anschauen zu müssen. Das sind eigentlich die Hauptthemen. Der Vorteil der Stiftung ist meistens, dass sie nur eine Einnahmeüberschussrechnung machen muss. Die Genossenschaft muss bilanzieren. Das ist teilweise ein Thema, das für die Stiftung spricht oder für eine andere Struktur.
Und was manche bei was ein Nachteil ist bei der Stiftung, ist tatsächlich, dass das Hereinbringen von Werten in die Stiftung nach dem Schenkungssteuerfreibetrag halt eben Geld kostet. Ja, das ist einfach so ein Thema. Und bei der Genossenschaft gibt es sehr einfache Modelle, die selbst die Grunderwerbsteuer bei Einbringung von Immobilien auf ein Zehntel reduziert. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, weil die Genossenschaft, dadurch, dass sie zwar eine Körperschaft, aber keine Kapitalgesellschaft ist, die Vorteile oder teilweise die Vorteile von Personengesellschaften hat bei der Einbringung über verdeckte Einlagen. Das ist eigentlich der ganz entscheidende Vorteil für viele. Unternehmen darunter zu bringen. Das ist auch ein großer Vorteil, bei der Genossenschaft können wir mit dem qualifizierten Anteilstausch arbeiten, der ja auch in der Regel zu Buchwerten, also dann steuerneutral erfolgt. Und das sind so die Dinge, die für die Genossenschaft sprechen. Also das heißt, jetzt haben Sie vorhin gesagt, also ich meine, sicherlich das Vermögen dort reinzugeben, ist natürlich wichtig. Ja. Das heißt also, sowohl natürliche Personen als auch jetzt zum Beispiel eine GmbH könnte jetzt Vermögen in die Genossenschaft einbringen also jetzt nicht steuerfrei, aber wenigstens steuerlich günstig. Sie hatten vorhin von einem Zehntel gesprochen, was sonst zu zahlen wäre. Ja, also ein Zehntel Grunderwerbsteuer habe ich Grunderwerbsteuer gesprochen. Die Grunderwerbsteuer ist ja sonst gar nicht zu reduzieren, aber jetzt gibt es ja seit einiger Zeit auch ein höchstrichterliches Urteil dazu, dass das eben möglich ist. Ein Zehntel Verkauf, der Rest als verdeckte Einlage in die Kapitalrücklage der Genossenschaft gebucht. Das funktioniert bei der Genossenschaft hervorragend. Die Sperrfrist bezieht sich nur auf die Mitgliedschaft. Das heißt, Sie müssen 7 Jahre lang weiterhin Mitglied der Genossenschaft sein. Sie müssen nicht in gleicher Höhe beteiligt sein, wie Sie es beim Anteilstausch hatten oder bei der Einbringung der Immobilien. Das ist nicht notwendig. Und die Genossenschaft bezahlt ansonsten Steuern wie eine Kapitalgesellschaft. Also die zahlt Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Ja. Genau. Und wenn jetzt weil Sie hatten vorhin von Ausschüttung gesprochen, wenn jetzt also die Genossenschaft ausschüttet, was wird dann ausgeschüttet? Also würde das als Dividende auf der anderen Seite dann steuerlich betrachtet werden? Also würde ich darauf, wenn ich jetzt mal angenommen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber angenommen, ich würde jetzt 100.000 bekommen von der Genossenschaft, Ausschüttung, würde ich da dann drauf Abgeltungssteuer bezahlen oder Einkommensteuer? Wie sieht das aus? Ja, genau, Abgeltungssteuer wären es. Also bei der Privatperson dann 25% plus Soli. Interessant ist es aber bei Körperschaften oder Kapitalgesellschaften, die Ausschüttung ist zu 95% steuerfrei. Also das Schachtelprivileg gilt da. Und auch ins Ausland haben wir, da muss man allerdings immer gucken, ob ein entsprechendes Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt. Wenn ich ausschütte in unsere US-LLC, dann zahle ich tatsächlich auch zu 95% steuerfrei. In Armenien zahle ich aber 10% Steuer, also LLC, US-LLC 1,5% plus Soli und nach Armenien 10%. Also man muss das tatsächlich anschauen. Gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen, das ist dann ganz schlecht, dann zahle ich die Abgeltungssteuer auch bei Unternehmen, wenn ich ins Ausland abführe. Und ja, es ist Einkünfte aus Kapitalvermögen, also Dividende im Prinzip. Genau, das ist es. Es gibt noch die genossenschaftliche Rückvergütung, bei der wäre das ein bisschen anders. Das ist ein Ausnahmeparagraph im Körperschaftssteuergesetz. Aber den kann man eigentlich bei den kleinen Genossenschaften, die keine Produktivgenossenschaften sind, also keine landwirtschaftlichen Genossenschaften oder sonst irgendwelche Dinge herstellen, Wein, Käse, sonst irgendwas, kann man das vergessen, weil sich die Bemessungsgrundlage für die Rückvergütung immer an dem Geschäft orientiert, das mit der Genossenschaft vom Mitglied gemacht wurde. Also das ist bei den meisten Familiengenossenschaften oder kleinen Genossenschaften überhaupt nicht umsetzbar, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Das stimmt einfach nicht. Wird auch vom Finanzamt geprüft, sowas, und vom Verband auch. Ja, also tatsächlich ist es so,
dass die Genossenschaft grundsätzlich überhaupt gar keinen Steuervorteil hat. Gar keinen. Überhaupt nicht. Es ist exakt dasselbe, wie wenn Sie eine GmbH haben. Aber sie haben einen entscheidenden Unterschied. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Es ist keine Kapitalgesellschaft. Und deswegen hat sie keine originäre Gewinnerzielungsabsicht. Diese Gewinnerzielungsabsicht ist das, was uns Unternehmer immer wieder mit dem Finanzamt in Disput bringt, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil ich mache zum Beispiel eine Geschäftsreise sonst wohin und das Finanzamt versucht mir immer zu sagen, ja, das Geld hast du einfach, eigentlich hast du es nur privat gemacht. Das hast du ja nur zu deinem Vorteil gemacht. Hast du denn Umsatz erzielt mit dieser Reise? Hast du Gewinne erzielt mit dieser Reise? Das sind die Fragen, die mir dann das Finanzamt stellt. Ich kenne das aus eigener Prüfung der Kapitalgesellschaften. Da hatte ich dauerhaft einen Arbeitsplatz, einen Prüfer abgegeben dann vom Finanzamt, der dann doch recht lange auch da war. Und das sind immer dieselben Fragen. Hast du mit der Tätigkeit oder mit diesem Geld ausgeben, hast du damit Umsatz oder Gewinn gemacht? Und das entfällt bei der Genossenschaft vollständig. Vollständig. Die Genossenschaft hat eine sogenannte Förderverpflichtung. Das Wort fördern wird nur auch oft falsch interpretiert. Fördern heißt bei der Genossenschaft, ich darf das wieder zur Verbesserung meines eigenen Fördergeschäftsbetriebs, bei der GmbH würde das Geschäftsbetrieb ohne Förder heißen, wieder ausgeben. Das heißt, ich habe, sage ich mal, im Jahr einen Überschuss. Ich habe mehr Geld eingenommen, als ich ausgegeben habe. Und dann darf ich dieses Geld aber auch jetzt, ohne dass ich darüber Rechenschaft groß ablegen muss, auch wieder für meinen eigenen Fördergeschäftsbetrieb ausgeben. Und was das ist, das bestimme ich selbst in der Satzung. Und das ist das Interessante dabei. Ne? Das heißt, wenn ich mal ein Beispiel mache, ich habe zum Beispiel häufig in den Genossenschaften sogenannten gemeinschaftlichen Wareneinkauf, ne, Konsum. Und da kann ich tatsächlich hingehen und kann zum Beispiel Fahrzeuge gemeinschaftlich einkaufen und die dann wieder an die Mitglieder vermieten. Das kann eine GmbH auch. Die kann das einkaufen, ein Fahrzeug kaufen, VW Golf, und kann den dann auch an die Mitarbeiter vermieten. Bei Mitarbeiter ist das, wenn das vergünstigt wäre, dann ein geldwerter Vorteil. Bei der Genossenschaft ist es aber Teil des Fördergeschäftsbetriebs. Deswegen darf diese Miete vergünstigt sein. Das heißt, der Vorstand kann zum Beispiel einen Dienstwagen bekommen? Nein, kein Dienstwagen. Der mietet einfach ein Fahrzeug von seiner Genossenschaft als Mitglied. Nicht in Form einer. Verstehen Sie, das ist genau der Unterschied. Der Unterschied ist, dass bei der GmbH natürlich alles auf das Thema Mitarbeiter abzielt und bei der Genossenschaft alles auf das Thema Mitglied. Ja? Und wenn er das als Vorstand machen würde, würde er denselben Regeln, 1%-Regelung, Fahrtenbuch und dergleichen unterliegen. Wenn er das aber als Mitglied mietet für private Zwecke, dann darf die Genossenschaft ihm das vergünstigen. Da muss natürlich dann da drin stehen im Vertrag, dass das nicht geschäftlich ist, dass das nur im Rahmen seiner Mitgliedschaft ist und dass es nur für seinen Privatgebrauch ist. Und vergünstigen, wie weit? Also jetzt, ich meine, 50% vergünstigen, 90% vergünstigen gegenüber jetzt den üblichen Kosten, ja, also Mietwagen zum Beispiel kostet, oder ist es komplett frei gestaltbar? Also es ist frei gestaltbar. Wir haben mit vielen Steuerberatern Kooperationen, mit einer Kanzlei in den letzten 4 Jahren ein steuerliches Konzept entwickelt, das auch mit der Wirtschaftsprüferkammer soweit abgestimmt ist. Da ist es so, dass wir sagen immer so 15% mindestens sollte tatsächlich fließen. Erstens, dass es keine Schenkung ist, dass also niemand kommen kann und kann sagen, okay, die Genossenschaft hat es geschenkt. Und zum Zweiten ist das so auch die Aussage der Finanzämter, dass sie bereit sind, das zu akzeptieren. Ja, also das heißt, dass sie einen Teil des Geldes tatsächlich dann zahlen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt klingt vielleicht jetzt komisch, aber habe ich tatsächlich gemacht, ein Pedelec, ein Lasten-Pedelec gekauft. Das ist ein Lastenfahrrad, das mit elektrischer Unterstützung. Teil kostet 6.000 €, hat die Genossenschaft gekauft
und vermietet es jetzt den Mitgliedern, die das nutzen wollen, für 5 Euro im Monat, also 60 Euro im Jahr. Das ist durchaus angemessen. Das wird akzeptiert vom Verband, der als erstes mal die Prüfungshoheit ja hat bei der Genossenschaft. Und somit bin ich da verhältnismäßig gut dabei. Also das heißt, ich zahle nicht viel dafür. Und das Ganze ist weder eine Schenkung, sondern es ist ganz einfach eine Vermietung. Man kann das auch bei großen Genossenschaften sehen, dass dieses Prinzip so funktioniert. Also das ist immer ganz gut, wenn man so ein Beispiel hat und das versteht bei einer großen Genossenschaft. Die meisten werden die DATEV kennen. Also die DATEV ist eine unserer umsatzstärksten Genossenschaften in Deutschland. Dort sind viele, nicht alle, aber viele Steuerberater organisiert, deutsche Steuerberater. Die DATEV macht eigentlich grundsätzlich, das ist ihr eigentlicher Zweck, Software für Steuerberater. Und wir haben da zwei Strukturen, einmal Mitglieder und Nichtmitglieder. Also wir selber sind auch nicht Mitglied der Genossenschaft DATEV, haben aber Programme von ihr, zum Beispiel Lohn- und Gehaltsprogramm haben wir. Wir zahlen knapp 400 Euro für dieses Lohn- und Gehaltsprogramm. Einer unserer kooperierenden Steuerberater hat genau dasselbe, das ist exakt dieselbe Leistung. Der zahlt aber nur 238 Euro, glaube ich, dafür. Und da sieht man, wie das bei Genossenschaften funktioniert. Das heißt, das Mitglied kriegt es vergünstigt, das Nichtmitglied muss sogar eventuell eine eingerechnete Marge mitbezahlen. Und solange ich eine solche Preisliste habe, egal ob ich jetzt auch Nichtmitglieder habe, die das kaufen oder mieten, solange ich aber diese Preisliste habe und sage, okay, meine Nichtmitglieder, die würden mehr bezahlen, die Mitglieder, denen kann ich es dann soweit vergünstigen. Das Einzige, was nicht passieren darf, dass ich dadurch defizitär werde. Das heißt, ich darf immer nur das Geld verwenden, was die Genossenschaft dann auch verdient hat in ihrem Fördergeschäftsbetrieb. Und es gelten, denke ich mal, jetzt wahrscheinlich die gleichen Regelungen hinsichtlich Anlagevermögen, Abschreibung und so weiter, wie bei GmbHs und so. Auch, ja. Ist alles exakt dasselbe. Sie haben keine anderen, Sie haben bei den Genossenschaften, das kann man aufzählen, Paragraph 22 Körperschaftssteuergesetz, genossenschaftliche Rückvergütung ist ein Unterschied. Und dann die zwei Ausnahmeparagraphen im Gewerbesteuerrecht und im Körperschaftssteuerrecht zur kompletten Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Genossenschaften oder Vermietungsgenossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen. Das sind die einzigen Ausnahmen, die bei der Genossenschaft herrschen. Aber das sind alles Sachen, die wir mit kleinen Genossenschaften überhaupt nicht sinnvoll gestalten können. Also es macht gar keinen Sinn. Das ist viel zu aufwendig und gibt am Ende nur Probleme. Da gibt es verschiedene Hintergründe. Also das sollten wir vollkommen ausblenden. Aber das sind die einzigen drei Unterschiede, die es gibt, steuerlicher Art. Ansonsten wird die Genossenschaft exakt behandelt wie eine GmbH. Vielleicht da noch könnte man jetzt noch den Unterschied erklären, was die Prüfung angeht. Das heißt, die Genossenschaft wird vom Prüfungsverband, bei dem sie Mitglied ist Zwangsmitglied bei einem Prüfungsverband, den kann sie sich aber aussuchen, wird die kleine Genossenschaft alle 2 Jahre geprüft und das Finanzamt prüft lediglich Umsatzsteuer, Vorsteuerthemen, das macht es selber. Ansonsten hat sie die restlichen Prüfungen abgegeben an die Genossenschaft, ausgenommen natürlich die Sozialversicherungsprüfung, die läuft ja standardmäßig in Deutschland immer über denselben Träger. Und die Genossenschaft hat dadurch verhältnismäßig wenig Berührungspunkte mit dem Finanzamt, wenn sie sich an Recht und Gesetz hält. Ne? Also alles, was nicht Recht und Gesetz ist, klar, führt zu denselben Problemen wie bei anderen Themen, also wie bei anderen Gesellschaften auch. Jetzt haben Sie ja hier viel von Mitgliedern und den Vorteilen gesprochen, die Mitglieder haben. Spontan muss ich jetzt bei Mitgliedern natürlich an einen Verein denken, ja, an einen e.V.
Wo ist denn der Unterschied jetzt, der Hauptunterschied und vielleicht auch der Hauptvorteil einer Genossenschaft gegenüber dem e.V., wo ich ja auch Mitglieder habe und auch letztlich der Verein für den Vorteil letztlich der Mitglieder hier ins Leben gerufen wurde? Ich nehme da mal ein Beispiel auf. Einer unserer Kunden und auch mittlerweile ein sehr lieber Freund von uns, der hat eine Kampfschule, eine Kampfsportschule. Also verschiedenste Art. Und diese Kampfsportschule ist organisiert als Verein. Dieser Verein hat aber das Problem, dass er die Überschüsse, die er erzielt, immer wieder nur für diese Vereinsthemen ausgeben darf. Das heißt, also er hat jetzt seine Halle 20 Mal saniert, jetzt weiß er nicht mehr, was er mit dem ganzen Geld machen soll auf Deutsch. Ne? Also gibt er Geschäft ab an die Genossenschaft, die das auch kann. Und diese Genossenschaft darf aber mit diesem Überschuss machen, was er will, auf Deutsch. Mhm. Und das ist der elementare Unterschied zwischen dem Verein und der Genossenschaft, in dem Fall in der Kombination sogar. Ja. Das heißt, die Genossenschaft macht dann zum Beispiel die komplette Mitgliederverwaltung für den Verein und erhält dafür natürlich im Fremdvergleich standhaltende Gelder, Management-Fee und was auch immer. Und dadurch verschiebe ich aber eben Gelder, die ich im Verein nicht brauche, in die Genossenschaft, die es dann so ausgeben kann, wie sie es sich wünscht oder wie sich das die Mitglieder wünschen. Beim Verein ist es aber im Prinzip, wenn Sie einen Verein haben wie eine solche Kampfsportschule, da interessiert sich keins der Mitglieder groß für den Verein. Der muss die tatsächlich mehr oder weniger zwingen, dass die da mit sich beteiligen. Und bei der Genossenschaft habe ich halt die volle Beherrschung. Bei dem Verein habe ich aber häufig eben nicht die Beherrschung, weil da können die anderen natürlich machen, wenn sie wollen, was sie wollen. Ne? Das ist das größere Problem. Also meine Frage ist die, ich stelle mir vor, ich habe jetzt eine Firma, eine GmbH, nehmen wir mal an, ich mache Internet-Webseiten, dass Sie dann jemanden beraten und sagen, sein operatives Geschäft, also seine Firma, zum Beispiel eine Consulting-Firma, eine Marketing-Firma, sozusagen die GmbH dann zu schließen und dann eine Genossenschaft zu gründen. Also ich überlege gerade, wie stelle ich mir das vor, wenn ich das jetzt umwandeln will, oder wahrscheinlich muss ich zuerst die Genossenschaft gründen, dann läuft das parallel und dann später schließe ich die GmbH, oder wie könnte man sich so ein Szenario vorstellen und macht das überhaupt Sinn? Okay, also dieses Thema, darüber könnte ich problemlos 3 oder 4 Stunden erzählen. Einfach nur aus der Praxis, ja, einfach nur aus der Praxis, weil nämlich bei jedem Unternehmer das anders ist und jeder auch eine ganz andere Blickrichtung hat. Also gehen wir jetzt mal einfach von dem Thema Wegzug aus. Ich möchte also wegziehen aus Deutschland und habe eine GmbH. Mein größtes Problem ist dabei, dass egal, wo sich in Deutschland ein Gesellschaftsanteil befindet, der auf der Welt sich befindet, dass ich diesen Gesellschaftsanteil beim Wegzug aus Deutschland versteuern muss. Das heißt, im ungünstigsten Falle wird der Gemeindewert errechnet, der immer zu hoch liegt. Und dann muss ich darauf Abgeltungssteuer bezahlen. Das ist im Prinzip die Wegzugsbesteuerung. Und dieses Thema löse ich verhältnismäßig einfach, nicht indem ich einen Formwechsel mache, weil da habe ich dasselbe Problem. Beim Formwechsel sagt der Gesetzgeber auch, musst du den gemeinen Wert feststellen, ne, der GmbH, und dann formwechselst du. Und was habe ich dann? Dann habe ich bei der Genossenschaft was weiß ich, wenn der Gemeindewert 2 Millionen ist, muss ich 2 Millionen Geschäftsanteile an der Genossenschaft haben. Die Geschäftsanteile sind aber die tatsächlich auch für die Wegzugsbesteuerung herangezogen werden. Also löse ich das Problem damit nicht. Ich löse das Problem nur dann, wenn ich einen qualifizierten Anteilstausch der GmbH unter die Genossenschaft mache. Also ich gründe eine neue Genossenschaft, schiebe die Gesellschaft GmbH unten drunter durch einen qualifizierten Anteilstausch, Fortführung zu Buchwerten,
Das heißt, es wird kein gemeiner Wert festgestellt und dadurch habe ich maximal 25.000 Euro, wenn ich 25.000 Euro Geschäftsanteile habe, wie üblich bei der GmbH, habe ich dann also 25.000 Euro Anteile an der Genossenschaft. 25% davon sind 7.500 Euro Wegzugsbesteuerung. Wenn die vorher bewertet werden würde, die GmbH, wären das halt unter Umständen viele 10.000 Euro. Oder ein paar hunderttausend, je nachdem. Oder relativ schnell. Ich habe häufig Leute mit ganz kleinen, also mit wenig Umsätzen, 10.000, 20.000 Euro Umsatz oder Gewinn, die zahlen 60.000 bis 80.000 Euro. Also das, wo dann die Steuerberater ausrechnen, 60.000, 70.000, 80.000, 100 und viel mehr teilweise. Das ist total, ja, also das ist wirklich, das ist eine Strafsteuer. Das muss man tatsächlich so sagen. Ja, genau. Die Steuerberater arbeiten ja auch oftmals fürs Finanzamt, muss man natürlich auch sagen. Ja, also. Ja, aber das Finanzamt, ich muss da auch mal sagen, dass das Finanzamt, was das Außensteuergesetz angeht, überhaupt keine Ahnung hat. Entschuldigung, wenn ich das so direkt mal sage. Ja. Also wir haben das Außensteuergesetz mit mehreren größeren Kanzleien analysiert. Also die haben es analysiert und wir haben dann unseren Genossenschaftssenf dazu gegeben. Was da rausgekommen ist, das ist unfassbar. Wir haben also viele Wegzügler und da sind die Bescheide da. Und da wurden die Anteile an Genossenschaften angegeben. Die wurden nicht besteuert. Warum? Weil die Sachbearbeiter keine Ahnung haben. Im Außensteuergesetz steht nämlich, dass nur Kapitalgesellschaften dieser Steuer unterliegen. Mhm. Und dann sagen die Sachbearbeiter, ja gut, Genossenschaft, keine Kapitalgesellschaft, Thema erledigt. Es steht aber auch im Außensteuergesetz, dass die Genossenschaft in diesem Fall wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln ist. Und deswegen zählt nämlich dann am Ende wieder das Bewertungsrecht. Und das Bewertungsrecht sagt, die Genossenschaft hat eben dieses getrennte Vermögen, ne, Mitgliedervermögen und Vermögen der Genossenschaft. Und eben nur das Geschäftsguthaben wird für die Besteuerung herangezogen. Glücklicherweise hat uns das Herr Dötsch, ehemaliger Richter beim BFH, also Höchstrichter beim BFH, nochmal in den Kommentar geschrieben, hat das nochmal genau erklärt, wie der entgeltlose Übertrag bei Anteilen von Genossenschaften funktioniert, hat das da also auch nochmal bestätigt. Und 2019 haben wir noch zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht noch eine Verwaltungsanweisung, wo nochmal drin steht, dass das grundsätzlich untersagt ist, Genossenschaften zum gemeinen Wert zu bewerten, weil es eben diese Trennung des Vermögens gibt. Das ist aber am Ende so, dass das von der Finanzbehörde zu ihren Ungunsten übersehen wird. Ja? Und genauso läuft es dann andersrum bei den Steuerberatern. Die Steuerberater haben dann häufig auch keine Ahnung, ich sag das direkt so, wie ich es denke. Ich will da auch niemanden angreifen oder so, aber das ist leider so. Also die Steuerberater, die meistens die Jahresabschlüsse von den GmbHs machen, die wissen davon oft nichts. Dann gucken die bei Beck oder bei NWB oder sonst irgendwo, da finden sie auch nicht viel, aber da gibt es dann halt so irgendwie so eine Meinung dazu und dann wird das immer zum Ungunsten des Kunden, Mandanten gerechnet. Und das stimmt, was Sie sagen. Am Ende ist das unklar und dann trauen sich die Steuerberater nicht wegen der Haftungsrisiken, weil sie das nicht selber richtig bewerten können, das dann auch richtig zu machen. Und das ist das Problem. Und die Finanzbehörde hat leider auch keine Ahnung und deswegen sind die Leute oft auf hoher See, wenn sie wegziehen. Also viele kennen auch die Regeln danach nicht. Das ist ja nochmal ein Thema. Das hilft mir ja alles nichts, wenn ich die Wegzugsbesteuerung gelöst habe und habe dann noch zu viel Vermögen in Deutschland. Da bin ich ja dann wieder beschränkt steuerpflichtig oder erweitert beschränkt steuerpflichtig. Also das geht ja immer so weiter. Der Staat hat 17 Paragraphen im Außensteuergesetz nur zu dem Thema, was ist im Ausland und was ist im Inland zu versteuern. Also was ist tatsächlich eine Auslandseinkunft, also die Einkunftsarten. Wenn man das genau anschaut, weiß man am Ende weniger, als man vorher wusste. Weil
das echt so komplex gehalten ist. Also auch die Finanzbeamten können das nicht wirklich erkennen. Es ist bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht tatsächlich so, dass wir unter Umständen eigentlich fast alles wieder in Deutschland versteuern müssen, weil es jedes Mal eine Ausnahme ist. Man darf dann im Prinzip, egal was im Ausland verdient wird, was in die Tasche des Weggezogenen fließt, muss wieder in Deutschland besteuert werden. Das ist eine ganz miese Nummer. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Vor allem, weil es so undurchsichtig ist. Und weil es undurchsichtig ist, liegt dieses Risiko extrem hoch, dass man es falsch macht. Und wenn man es falsch macht, ist man bei solchen Sachen immer ganz schnell im Bereich einer Steuerstraftat. Und das ist das Miese dabei. Obwohl alle alles richtig machen wollten, sind sie dann nachher eben diesem Risiko ausgesetzt. Und das ist das, was so verwerflich ist bei diesem Außensteuergesetz. Das war doch jetzt ein gutes Stichwort, alles richtig machen wollen. Was Sie gerade gesagt haben, Herr Leudesdorf-Pfeiffer, jetzt die Frage, wenn ich jetzt alles richtig machen will, was muss man denn da so ungefähr für einen Zeitrahmen einplanen? Also ich komme jetzt zu Ihnen als Mandant und möchte alles richtig machen. Das heißt, gibt da jetzt die Prozedur des Gründungsaufwandes und dann gibt es noch Beratung und so weiter und so fort. Dann was muss ich ungefähr für einen Zeitraum einplanen, bis das Konstrukt steht? Gut, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was vor der Entscheidung zur Genossenschaftsgründung läuft und was dann passiert. Weil die meisten Menschen oder Unternehmer haben halt das Thema, die können jetzt nicht einfach mit ihrem Konstrukt zu uns kommen, können sagen, pass mal auf, machst du mal eine Genossenschaft, guck mal, irgendwie kriege ich die dann schon unter. Das wäre ja auch einfach falsch. Also das wäre einfach nicht sinnvoll. Also steht am Anfang die Beratung häufig unter Hinzuziehung des eigenen Steuerberaters oder eigener Steuerberater. Man überlegt sich gemeinsam, wir mit unserem genossenschaftlichen Wissen und mit unseren Juristen, die wir im Unternehmen haben und den Steuerberatern, die wir im Unternehmen haben, überlegt man sich gemeinsam, wie kann das gut zusammenpassen. Warum brauchen wir dafür die also beratende Steuerberater, sage ich mal, beratende Steuerberater? Ganz einfach, weil wir das nicht alles abdecken können. Das ist nicht unsere Welt. Wir können Genossenschaft und wir haben die Schnittstellen, aber wir brauchen von dieser normalen Welt da draußen einfach die Leute, die Fachleute, die den Kunden auch kennen. Ja, also es gibt ja oft noch Behaltefristen, die zu beachten sind oder Spekulationssteuer bei Immobilien. Das sind ja alles so Sachen, die sind unter Umständen schädlich, steuerschädlich. Da muss man sich überlegen, wie man das macht. So, was haben wir also? Wir haben also diesen Zeitraum der Vorberatung. Und diesen Zeitraum der Vorbereitung, die kann man nur schwer in einen Zeitrahmen bringen. Das kommt einfach darauf an, was man da vorfindet. Ja, also wir haben Leute, die haben eine GmbH. Ja, das ist einfach. Das kriege ich theoretisch auch selber hin. Ja, praktisch ist es aber meistens so, dass es eben dann doch noch irgendeinen Tatbestand ergibt. Also was weiß ich, es ist mal ein Einzelunternehmen geformwechselt worden. Diese GmbH ist also nicht aus sich selbst heraus gegründet worden, sondern aus einem Einzelunternehmen entstanden. Oder eine GbR wurde da mal rein verschmolzen oder es war eine Verschmelzung. Und das sind dann die Themen, wo geprüft werden muss von den Steuerberatern des Mandanten in der Regel und des Kunden. Gibt es dann noch irgendwelche Behaltefristen, Sperrfristen, was auch immer, die steuerschädlich sind. Diesen Vorprozess, den kann man nicht einschätzen, also wir nicht, weil das kommt auf das Vermögen drauf an. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine GmbH hat und 2 Mehrfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser in verschiedenen Projektgesellschaften. Ja, wir haben Kunden, die kommen auch mal mit über 30 Strukturen. Ja, das können wir gar nicht machen. Da brauchen wir die Hilfe entsprechend. Wenn aber dann die Entscheidung getroffen ist zur Gründung einer Genossenschaft, egal jetzt ob durch Formwechsel, also Umwandlung, was in manchen Fällen sinnvoll ist, oder eben durch noch einen weiteren Schritt. Man kann also zum Beispiel
auch freies Vermögen in eine OHG einbringen und die dann formwechseln zur Genossenschaft. Also das heißt, man gründet erst eine OHG, also eine GbR, trägt die ins Handelsregister ein, bringt die Sachen ein, formwechselt dann zur Genossenschaft, dann ist das Vermögen in der Genossenschaft. Das ist ein weiterer Weg, eine Genossenschaft zu gründen. Oder man gründet sie einfach direkt als Neugründung. Da kann man immer von 12 bis 16 Wochen ausgehen, also 3 bis 4 Monate, bis die Genossenschaft im Register eingetragen ist. Und lediglich beim Formwechsel haben wir den Vorteil, dass wir schon eine Steuernummer haben. Dann muss nämlich meistens die Genossenschaft nach 4 Monaten, wenn sie dann eingetragen ist, nochmal einige Wochen auf die Steuernummer warten und dann kann man eigentlich erst richtig loslegen. Also wenn man vorausschauend arbeiten möchte, dann macht es durchaus Sinn, mit der Vorberatung und den ganzen Eventualitäten, die da auf einen warten, einfach mal von 6 Monaten auszugehen, bis man 100% das Konstrukt hat. Also wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Vorbereitung an. Manchmal ist es auch so, wir haben zum Beispiel jetzt aktuell 2 Wegzügler, da wird sich der Wegzug um 2 Jahre nach hinten schieben, weil es einfach jetzt Blödsinn wäre. Das heißt, die gehen natürlich schon weg, aber der steuerliche Wegzug erfolgt erst in 2 Jahren, weil einfach sonst Spekulationssteuer bei Immobilien zu zahlen wäre oder eben auch andere Fristen verletzt werden würden. Deswegen macht man das dann nicht. Also die reine Gründung, 4 Monate, 6 Monate, bis man handlungsfähig ist, ganz sicher mit der Vorberatung. Und in manchen Fällen ist es aber sinnvoll, das auch langfristig zu planen, gerade bei größeren Vermögen. Wobei ja, weil Sie das gerade erwähnt hatten, dass der Wegzug sich in dem Fall steuerlich um 2 Jahre verschiebt. Aber ich denke, ein steuerlicher Effekt tritt ja trotzdem sofort schon ein. Also ja. steuerlich Also günstiger wird es ja in dem Fall schon, obwohl ja, Sie... sofort. Genau. Ja. Also das Ganze ist dann nur bei den steuerschädlichen Dingen. Das heißt, also ich kann es sagen, in dem Fall ist es so, wir haben mehrere GmbHs dort untergebracht unter die Genossenschaft, mehrere Immobilien. Aber es gibt 2 Immobilien, die sich noch 2 Jahre in der Spekulationsfrist befinden. Und das sind sehr wertvolle Immobilien. Und die jetzt in die Genossenschaft einzubringen, wäre sehr teuer. Das wäre einfach unwahrscheinlich teuer. Und dann haben wir überlegt, beziehungsweise Steuerberater haben dann ausgerechnet, was ist sinnvoller, ja, den Steuerschaden hinnehmen oder eben warten. Und dadurch, dass der Rest ja schon erledigt war, ist der steuerliche Wegzug erfolgt, weil keine Wegzugsbesteuerung. Ja, aber wir haben noch den Steuerschaden, dass wir die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung der beiden Immobilien, die müssen noch in Deutschland besteuert werden die nächsten 2 Jahre. So ist die Situation. Fakt ist aber, genau daran sieht man, an so einem Beispiel, dass es so viele Dinge gibt, die da bedacht werden müssen und die geprüft werden müssen. Und deswegen ist die Gründung der Genossenschaft immer eben mit dieser Vorberatung verbunden. Das ist zwingend notwendig. Alles andere ist Harakiri, würde man sagen. Jetzt haben wir ja, wenn man in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich so einen Artikel gefunden im Spiegel Online, das ist schon etwas älter, der Artikel 2019, kennen Sie sicher, Vermögende benutzen Genossenschaften zum Steuersparen, dann steht dann drin, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe, Grunderwerbsteuer, also muss nicht voll bezahlt werden, auch Mieten müssen nicht voll versteuert werden und jetzt wurde dann im Grunde hier auch von Seiten der Bundesregierung gegen dieses Steuersparen per Genossenschaft hier vorgegangen. Können Sie dazu ein bisschen was erläutern? Sie hatten ja vorhin gesagt, es gibt eigentlich keine steuerlichen Vorteile, doch, aber dennoch gibt es eben doch relativ viele Artikel auch online, die von irgendwelchen steuerlichen Vorteilen sprechen. Können Sie da nochmal was zu sagen und auch, was jetzt dort letztlich von Seiten des Gesetzgebers geändert wurde und vielleicht damit das ganze Genossenschaftsmodell überhaupt keinen Sinn mehr macht? Genau. Also, die Ursache ursächlich für diese ganze Situation ist die Behauptung gewesen dieses besagten Herrn, der in der Öffentlichkeit behauptet, Genossenschaften seien Steuersparmodelle, kaufen Sie nicht eine Rolex, sondern 3.
und versteuern sie nicht und so weiter und so fort. Die kamen auf die glorreiche Idee, also ich kenne die Personen genau, die auf die Idee kamen. Die kamen auf die Idee, wenn man jetzt hingeht und nimmt jetzt ein großes Immobilienvermögen und bringt das in eine Genossenschaft ein, macht dann die Mieter mit ihrer Kaution zu investierenden Mitgliedern, und dann würden die Ausnahmeparagraphen zur kompletten Steuerbefreiung von Vermietungsgenossenschaften greifen. Das war die Theorie. Das heißt, die sind also hingegangen, haben gesagt, liebe Mieter, das kommt jetzt alles in der Genossenschaft. Ihr werdet Mitglieder mit eurer Kaution, sogenannte investierende oder Fördermitglieder. Die ordentlichen Mitglieder, also die von der Genossenschaft partizipieren dürfen, bleiben die Eigentümer, und damit haben wir unseren gesamten Immobilienbestand steuerfrei gestellt und müssen keine Steuer mehr auf Vermietung und Verpachtung zahlen und können, das war ja immer die Idee, also die war gar nicht so verwerflich, die wollten das ja nicht in ihre eigene Tasche schaufeln, das hätte ja wieder Geld gekostet, sondern die wollten eigentlich hingehen und mit diesem Geld dann wieder Immobilien sanieren, kaufen, was auch immer. Das war die ursprüngliche Idee, also das heißt, unversteuert das Geld zu haben. Ich wurde bereits im Jahr 2018 in einem Podcast gefragt, ob das denn möglich sei. Ich habe von Anfang an die These vertreten, dass es nicht möglich ist, und zwar wegen des Genossenschaftsgesetzes. Da steht nämlich drin, dass investierende Mitglieder nicht von der Genossenschaft partizipieren dürfen. Das heißt, wenn ich also sage, ich habe eine Vermietungsgenossenschaft, deren Aufgabe es ist, ihre Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen, aber die Mitglieder, die mit Wohnraum versorgt werden, sind nur investierende Mitglieder und damit haben sie kein Stimmrecht. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Haben sie kein Stimmrecht? Dann würde das, meiner Ansicht nach, hat das dazu geführt, dass das nicht möglich ist. Warum haben die das gemacht? Naja, wenn ich jetzt für 10 Millionen Immobilien besitze, ich, meine Frau zum Beispiel, und wir hätten das in eine Genossenschaft gebracht, dann hätten wir die Mieter zu Mitgliedern gemacht. Die hätten kein Stimmrecht gehabt, weil sie ja Fördermitglieder oder investierende Mitglieder sind. Und wir hätten also nach wie vor über das Vermögen uneingeschränkt verfügen können und hätten aber keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mehr gehabt, sondern die wären der Genossenschaft aufgelaufen. Die ist steuerbefreit. Ja, so, erster Fehler, der passiert ist: Diese Steuerbefreiung nach dem Körperschaftsteuergesetz und Gewerbesteuerrecht gibt es nur auf Antrag beim Finanzamt. Und diese Finanzämter haben das nicht ordentlich geprüft und haben diese Steuerbefreiung erteilt. Das war der erste Punkt. Dann hat der Gesetzgeber das entdeckt, wie das immer so ist, ne? Vor allem, wenn man das halt ständig im Internet öffentlich macht, in YouTube-Kanälen, die jeder kennt, weil man ja Leute in seine eigene Struktur bringen will. Da sind dann tatsächlich auch schlaue Leute dabei, die dann sagen, Moment, das ist aber gar nicht so gewollt. Und daraufhin ist man hingegangen und hat gesagt, okay, dann ändern wir das Genossenschaftsrecht. Dann gab es einen Gesetzentwurf. Ich hatte damals auch nach Berlin geschrieben und hatte nochmal darauf hingewiesen, auch mit mehreren anderen Juristen, dass das technisch nicht in Ordnung ist. Das passt nicht, dass es nicht passt. Das Gesetz wurde einmal gelesen, dann hat der Vorstand der DATEV interveniert und hat einen Gegenvorschlag gemacht. Und der wurde angenommen. Nämlich im Jahressteuergesetz 2019 wurde dann klargestellt, dass eine Steuerbefreiung dieser Genossenschaften nur möglich ist, wenn die Mitglieder, die partizipieren von der Genossenschaft, auch ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht sind. Und damit war diese, naja, nennen wir sie mal Gesetzeslücke, die meiner Ansicht nach gar keine war, war das Thema aber erledigt. Das ist nicht so, verstehen Sie mich bitte richtig, dass es mich ärgert. Mich ärgert eigentlich nur, dass das so unklar gesehen wurde, dass die Finanzämter das nicht von vornherein richtig bewertet haben, weil das hätten sie können, wenn sie sich damit beschäftigt hätten.
Und dass man dann aber nachher hingegangen ist und hat das im eine Körperschaftssteuergesetz, im Jahressteuergesetz 2019, von Anfang an so gestellt, dass es also nichtig ist. Das heißt also, die Leute mussten diese ersparte Steuer wieder zurückbezahlen. Also der Staat hat einen Fehler gemacht und hat es aber dann mit dem Jahressteuergesetz so gedreht, dass er keinen Steuerschaden hat für diese Sache. Problem ist, dass da waren halt Leute bei, die haben 100 und mehr Millionen geformwechselt. Da kann man sich vorstellen, die hatten das 2 Jahre laufen. Schon allein die 2 Jahre, das hat die natürlich hart getroffen, weil das Geld wieder investiert war. Ne? Das ist so ein Zeichen für mich. Ich würde es jetzt nicht Steuerungerechtigkeit, aber Steuerunsicherheit nennen, die wir in Deutschland halt haben. Ja, also das wird dann immer so, ich sage das auch häufig, witt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, und das ist die Pippi-Langstrumpf-Strategie unseres Staates. Ja, und ich will da jetzt auch nicht schimpfen, aber am Ende zeigt das immer wieder, was das Problem ist. Und das Problem ist diese Artikel, Herr Sauerborn, die da im Internet rumfliegen, sage ich mal, das sind halt eben alles Sachen vor Gesetzesänderung. Und natürlich achtet der Spiegel auf sowas, wenn der da einen Hinweis kriegt, ja, weil man dann so schön wieder sagen kann, die Kapitalistenschweine, was die da wieder alles machen, ja, um sich das Geld in die Tasche zu schaufeln. Und das ist immer viel politische Struktur, die dahinter steht, die mit Unternehmertum und dem, was wir da treiben, überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Ich fand das so interessant. Ich habe gestern auch in einem anderen Podcast jemanden sagen hören, das fand ich sehr interessant, der sagte, die gleichen Unternehmensberatungen, wie zum Beispiel EY, die die Regierung beraten, neue Gesetzesentwürfe zu schreiben, das sind die gleichen Unternehmensberatungen, die wieder bei Konzernen drin sitzen und ihnen helfen, Schlupflöcher, die sie auf der einen Seite selber eingebaut haben, auf der anderen Seite wieder auszunutzen. So, wie soll sich das Problem eigentlich, oder wie soll man da die Kuh vom Eis kriegen? Das ist, wie wenn man einen Pudding an die Wand nageln will, sozusagen. Ja. Also das funktioniert nicht. Ja, also das ist sehr schön ausgedrückt. Ich sehe das exakt genauso. Also ich sehe es auch, also ich bekomme es ja mit, wir haben Kunden, die wertberaten von diesen großen Kanzleien. Dazu ist es so, dass mein Schwager selbst Partner bei Deloitte ist und dadurch ich natürlich auch das eine oder andere da so mal mitbekomme und man sich wirklich wundern muss. Und manchmal findet man so Dinge im Konzernrecht dann, wo man sagt, da ist doch der Staat eigentlich falsch beraten worden. Weil ich habe ja als Konzern eigentlich gigantisch viele Vorteile. Also steuerbegünstigt oder steuerfreies Umhängen von Vermögen. Das gibt es ja nirgendwo. Ja, das kann ich nirgendwo machen. Im Konzern kann ich das plötzlich machen. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir halt gerne uns in diesem Konzernrecht auch mit der Genossenschaft bewegen. Die Genossenschaft kann nicht Tochter im Konzern sein, aber Mutter. Und deswegen ist sie natürlich hochinteressant für so eine Konzerngestaltung, die ja schon bei einer GmbH und drunter anfängt. Und daran sieht man aber, dass der Staat in bestimmten Bereichen, also offensichtlich doch mit 2 verschiedenen Maßstäben an das Ganze rangeht. Ich als Einzelunternehmer oder geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH, mir fällt es sehr schwer, überhaupt etwas zu tun, ohne dass es besteuert wird. Berlin geht jetzt dazu über, der Geschäftsführer einer GmbH ist zu 30% immer Selbstnutzer eines Laptops. Das muss man sich mal überlegen. Allein dieses Auseinanderrechnen ist ja schon krank. Ja, also das heißt, die sagen, der nutzt den Geschäftslaptop, den die GmbH gekauft hat, immer mindestens zu 30% privat. Da bin ich wirklich sprachlos manchmal. Also was die sich da ausdenken. Ja? Abgesehen davon, die Auseinanderrechnerei ist ja schon viel zu aufwendig wegen den paar Euro, die sie da machen an Steuern. Ja? Also, naja, gut. Aber das sind die Themen. Bin ich aber im Konzernrecht, habe ich plötzlich viele Dinge, wie den qualifizierten Anteilstausch. Das ist
ein Top-Medium. Überlegen Sie sich mal, Sie haben eine GmbH, die von mir aus Milliarden wert ist, die kann ich steuerfrei unter eine andere Struktur hängen. Ja, dann habe ich lediglich 7 Jahre Behaltefrist und danach kann ich das Ding verkaufen und das Geld fließt dann, wenn ich es gut optimiert habe, zu 1,5 oder 0,75% Steuerlast plus Soli in meine andere Struktur. Wo gibt es denn das nochmal? Das gibt es nur im Konzernrecht. Und deswegen kombinieren wir das halt auch häufig, ne? Die Genossenschaft mit dem Konzern, so wie sie es wahrscheinlich auch tun werden mit ihren Konstrukten, auch auslandsseitig. Ne? Aber der deutsche Staat ist da immer extrem kreativ, was solche Themen angeht. Und die Kreativität kommt aber nicht aus ihm selbst heraus. Wenn man die Finanzbehörden kennt, weiß man, dass die zum Beispiel Auskunftssysteme, die man teuer als Steuerberater sich einkaufen kann, dass die überhaupt nicht haben. Die haben die Zugänge gar nicht, weil das im Staat zu teuer ist, denen die Zugänge zu geben. Back Online oder was es auch immer ist, NWB. Oder gibt ja so viele andere noch. Und aber die Finanzbehörden haben diese Informationen gar nicht. Die besitzen diese Informationen nicht. Das heißt, der Steuerberater ist meistens, wenn er will, in der Beratungspraxis eigentlich im Vorteil. Und das wird aber auch wieder nicht genutzt. Warum wird es nicht genutzt? Weil der Staat den Steuerberatern Daumenschrauben angesetzt hat sie zu Erfüllungsgehilfen für sich selber gemacht, also den deutschen Steuerberater, das muss man auch mal dazu sagen. Also wenn man jetzt aus einer anderen Struktur beraten wird aus dem Ausland, die können natürlich ganz anders agieren, so wie Sie. Aber der Steuerberater, der hier in Deutschland sitzt, einen Jahresabschluss macht, der hat gar keine Chance. Der sitzt einfach da. Der muss dem Finanzamt Bericht erstatten und haftet dem Finanzamt gegenüber für alles, was er nicht ordentlich macht oder wo er nicht nachweisen kann, dass er darauf hingewiesen hat. Ja? Steuerstraftaten, wenn er davon Kenntnis hat, muss er die streng genommen, muss er die melden. Wenn er sie nicht meldet, kann er selbst für eine nicht von ihm veranlasste Steuerstraftat mit belangt werden. Das sind Dinge, das ist unmöglich. Ja? Und deswegen ist diese Steuerstruktur in Deutschland so komplex und so schwierig. Nur das Konzernrecht, da sind wir wieder in der Regel ausgenommen. Und diese großen Beraterstrukturen, die haben das, wie Sie es gesagt haben, einfach im Griff. Die wissen, was sie da tun. Ja, die spielen beide Seiten. Ja. Vielleicht noch abschließend, Herr Leutersdorf-Pfeiffer, Sie hatten vorhin das Thema Erbschaftssteuer angesprochen. Was bringt mir denn jetzt hier die Genossenschaft beim Thema Erbschaftssteuer? Ja, also das ist ähnlich wie bei der Wegzugsbesteuerung. Also das Entscheidende ist, dass man sich immer verdeutlicht, wir haben einmal das Vermögen der Genossenschaft, also alles, was die Genossenschaft besitzt, was ich reingebracht habe, ob das jetzt Aktienpakete sind, das ist alles in den meisten Fällen sogar steuerfrei einzubringen, weil da die Behaltefrist nur 1 Jahr ist. Immobilien, Unternehmen, die darunter hängen, alles das ist Vermögen der Genossenschaft, hat also mit meinem Vermögen nichts mehr zu tun. Bei der Erbschaftssteuer ist das genauso wie bei der Wegzugsbesteuerung, nämlich die Steuer fällt faktisch nur auf das Vermögen der Mitglieder, also das eingezahlte Kapital an. Und da ist es jedoch so, dass wir bei der Erbschaftssteuer ja noch die Freibeträge haben. Also bei der Wegzugsbesteuerung haben wir keine Freibeträge, aber bei der Erbschaftssteuer haben wir Freibeträge. Für Ehefrauen 500.000, für Kinder 400.000 und für die meisten anderen oder fremde Dritte 20.000 Euro. Und wenn ich jetzt einen 100-Euro-Anteil habe oder von mir aus auch einen 1.000-Euro-Anteil, dann kann ich das im Prinzip an jeden vererben, an den ich will. Das wird immer unter diesen Freibetrag fallen. Deswegen entfällt in der Regel bei der Genossenschaft einfach die Erbschaftssteuer, weil das unter den Erbschaftssteuerfreibetrag oder Schenkungssteuerfreibetrag fällt. Die Regel ist dieselbe. Bewertungsrecht, Professor Dr. Dötsch, der schreibt, entgeltloser Übertrag von Anteilen bei Genossenschaften betrifft niemals den Wert der Genossenschaft, sondern lediglich den Wert des Anteiles oder des Geschäftsguthabens, das das Mitglied betrifft, das betroffene Mitglied hält. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt.
Tauchen eigentlich die Mitglieder bei der Genossenschaft im Transparenzregister auf? Ja, wenn sie nur 3 Mitglieder sind, ja, weil das über Stimmrecht läuft und das Transparenzregister sagt, wer 25% oder weniger Stimmrecht an einer Genossenschaft hat, der ist wirtschaftlich Berechtigter, nein, ist nicht wirtschaftlich Berechtigter. Und somit haben wir ab dem 4. Mitglied nur noch den Vorstand, der als sogenannter fiktiver wirtschaftlich Berechtigter eingetragen wird. Den fiktiven wirtschaftlich Berechtigten, glaube ich, hat sich der Staat einfach in dem Transparenzregister ausgedacht, weil irgendwer da drin stehen muss. Also der hat keine tatsächliche wirtschaftliche Berechtigung, aber er ist der Ansprechpartner, sage ich jetzt mal, für die Behörden. Ja. Ne? Ist in vielen, ja, ist in anderen auch so. Ja, genau. Also, ja, genau. Also Punkt ist 4. Ja, 4 Mitglieder, egal wer. Das ist kein Problem. Beim Thema Erbschaftssteuer möchte ich nur mal auf eins hinweisen. Die Mitglieder der Genossenschaft bleiben beim Versterben des Vorstandes beispielsweise nach wie vor Mitglieder. Die wählen dann einen neuen Vorstand. Das heißt, eine Vererbung erfolgt nur auf den Anteil des Vorstands und Sie vererben im Prinzip, wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, Ihr Vermögen in dem Moment, wo Sie die Genossenschaft gründen. Weil das kann einfach fortgeführt werden. Dafür ist Genossenschaft sogar prädestiniert für die Fortführung von Unternehmensstrukturen. Haben wir häufig, gibt es ganz berühmte, bekannte Fälle, wie man das da nutzen kann. Und wir haben also beim Thema Erbschaftssteuer einfach die Fortführung durch die bestehenden Mitglieder. Das ist eigentlich so das entscheidende Thema. Und da weise ich mal, sage ich einfach mal, erzähl mal so aus dem Plauder aus dem Nähkästchen. Wir haben eine sehr vermögende Person, die Unternehmen verkauft hat an verschiedene Fonds und noch mehr Vermögen hatte. Und sie hat 2 eheliche Kinder und einen unehelichen Sohn. Der uneheliche Sohn ist aber interessanterweise fast vermögender als der vererbende oder in Zukunft vererbende Vater. Der ist nämlich Staranwalt, ein deutscher und internationaler Staranwalt. Und dieser Staranwalt sagte schon vor einigen Jahren zum Vater, du, ich werde mir dein Vermögen auch noch holen. Irgendwann kam er dann auf die Genossenschaft und jetzt holt er sich nicht. Er hat auch dagegen geklagt, aber der Richter hat ihm gesagt, Ihr Vater kann mit seinem Vermögen machen, was er will. Ja, und wenn er das im Klo runterspült, wörtlich, wenn er es im Klo runterspült oder an Tierschutz vermacht, das ist seine Sache. Ja, das hat überhaupt nichts mit ihnen zu tun. Aber wir haben damit streng genommen die Erbfolge ausgeschlossen. Ja, das heißt, das Vermögen, was in der Genossenschaft liegt, und das ist das Wesentliche, das kann nicht vererbt werden an dieses uneheliche Kind, wenn es nicht Mitglied ist. Und es, wie gesagt, hat versucht, sich reinzuklagen in die Genossenschaft. Das geht aber nach deutschem Recht einfach nicht und wird auch in Zukunft nicht gehen, weil wir da einfach unter dem Schutz der großen Genossenschaften stehen. Ich will da mal so ein paar Sachen sagen. Rewe, Edeka, die ganzen Volksbanken, die DZ Bank, die Sparda Banken, das sind alles Genossenschaften. Das sind, ich hätte noch gesagt, vor einiger Zeit systemrelevant, heute kann man schon fast kriegsrelevante Dinge, also Strukturen nennen, also Lebensmittel, viele Produktivgenossenschaften, die DATEV als mit den ganzen Erfüllungsgehilfen des Staates, das sind alles Strukturen, die uns vor der Situation schützen, dass das in irgendeiner Weise zu einer Veränderung führt. Man kann auch nicht, das haben wir von einer großen Genossenschaftskanzlei Fandrich und Plöß in Hamburg überprüfen lassen. Man kann das Genossenschaftsrecht auch nicht aufteilen. Also dass man sagt, es gibt eine kleine und eine große Genossenschaft. Das hängt damit zusammen, dass das EU-Richtlinien sind bei der kleinen Genossenschaft. Und es musste zwingend in das bestehende Genossenschaftsrecht eingeflochten werden. Man kann es jetzt auch nicht mehr auseinandernehmen. Weil das wäre ja noch ein Risiko gewesen. Dass irgendwann sagen, okay, bis 20 Mitglieder ist eine kleine Genossenschaft, die behandeln wir anders, auch steuerlich, als eine große. Ist nicht.
Also das sind mit Sicherheit viele Dinge, die für die Genossenschaft sprechen. Also mir sind jetzt auch einige Fragen noch gekommen, die ich aber, wie gesagt, ich merke ja, jede Frage, die man stellt, da gibt es ja immer weiter. 20 Minuten Antworten sozusagen dazu. Da muss man vorsichtig sein, in welche Richtung man jetzt hier das Gespräch lenkt. Aber es war sehr, sehr spannend. Herr Leudesdorf-Pfeiffer, wir haben es sehr genossen, Ihnen zuzuhören. Und trotzdem vielleicht noch eine Schlussfrage jetzt mal an den Sebastian. Zuschauer, Zuhörer, die das jetzt heute gehört haben, also den ersten Teil, und nicht auf den zweiten Teil warten wollen, sondern sozusagen schon mal loslegen wollen, sich beraten lassen wollen, sehen, passt das zu mir oder nicht, oder wie gehe ich vor? Was machen die denn, Sebastian? Also hier in den Shownotes zu dem Podcast und natürlich auch hier bei in der Beschreibung hier bei YouTube, da wird ein Link drin sein. Auf den Link klicken, da stellen wir einige Fragen, wo wir dann kostenlos für Sie prüfen, ob die Genossenschaft für Sie möglicherweise interessant ist oder nicht. Und werden da natürlich gleich den Leudesdorf-Pfeiffer dann auch dort involvieren und mit ihm diese Ergebnisse teilen. Hervorragend. Sehr schön. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, auf unser zweites Gespräch und kann für heute nur sagen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Wird mir auch beim zweiten Termin so gehen. Klasse. Vielen Dank, Herr Leudesdorf-Pfeiffer. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.